Landeshauptmann und Landesparteivorsitzender Hans Niessl bekräftigte allen Spekulationen der letzten Tage zum Trotz die gemeinsame Wahlkampflinie der SPÖ für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Das Motto Holen Sie sich, was Ihnen zusteht, gilt mehr denn je. Und den Menschen in Österreich steht auch Sicherheit zu. Da ist der beste Vertreter der Minister für Sicherheit, Peter Doskozil. Natürlich werden wir diese Stärke im Burgenland ausspielen. So Niessl. Also ich glaube, es ist sehr viel passiert in den letzten Tagen und dazu wird der Herr Landeshauptmann jetzt da einige Ausführungen tätigen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, zweiter Teil. Zunächst danke für die sehr umfassende Berichterstattung in den vergangenen Tagen zu den Nationalratswahlen und auch zu meinem APA-Interview, das ich vor wenigen Tagen auch gemacht habe. Und ich möchte hier einige Aussagen wiederholen und ich möchte einige Aussagen auch präzisieren. Für mich gibt es eine Wahlkampflinie, die Bundeskanzler Kern vorgegeben hat, die der Bundesparteirat vorgegeben hat. Motto Holen Sie sich, was Ihnen zusteht. Und auch, es wird auch über dieses Motto immer wieder diskutiert. Ich stehe zu diesem Motto, denn in einer Gesellschaft, wo die Reichen reicher werden, glaube ich, ist es absolut wichtig, dafür zu sorgen, dass jene, die hart arbeiten, die niedrige Einkommen haben, aber auch die arbeitslos sind, wieder in den Arbeitsprozess gebracht werden und ein entsprechendes Einkommen haben. Das heißt, holen Sie sich, was Ihnen zusteht, und das ist für mich Arbeit, Beschäftigung und Einkommen. Also insofern gibt es da überhaupt kein Problem. Aber holen Sie sich, was Ihnen zusteht. Das ist das Programm mit Beschäftigung, das ist das Programm mit Gesundheit, aber auch das Thema Sicherheit ist für uns wichtig. Ich glaube, wir haben den besten Sicherheitsexperten Österreichs als Spitzenkandidaten im Burgenland bei den Nationalratswahlen. Und wir im Burgenland haben schon in den vergangenen Jahrzehnten, würde ich sagen, das Thema Sicherheit immer wieder ganz prominent besetzt. Und wir haben einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass das Burgenland als Grenzregion das sicherste Bundesland in Österreich ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sicherheit fällt ja nicht vom Himmel. Wir arbeiten, und ich habe das seit 17 Jahren als Landeshauptmann gemacht, in allen Bereichen, wo das Thema Sicherheit hineinspielt, ein großes Augenmerk gehabt. Ich war einer der Ersten, der die Grenzkontrollen gefordert hat. Ich war einer der Ersten, der den Assistenzeinsatz österreichweit gefordert hat, der zu diesen Maßnahmen auch steht. Und all die Maßnahmen, und ich könnte jetzt viele Beispiele anführen, haben dazu beigetragen, dass das Burgenland das sicherste Bundesland in Österreich ist. Natürlich ist jeder Einbruch einer zu viel. Aber dass man in dieser Lage, wo das Burgenland ist, an der Balkanroute in der Vergangenheit, Grenzübergang Nickelsdorf mit zigtausenden Grenzübertritten jeden Tag, das sicherste Bundesland ist, das ist eine besondere Leistung natürlich der Polizisten, das ist eine besondere Leistung in sehr, sehr vielen Bereichen. Aber das steckt unsere Forderungen dahinter. Wir geben selbst das Land Burgenland über 20 Millionen Euro für die Sicherheit in unserem Heimatland Burgenland aus. Und auch für die Gemeindebürger ist Sicherheit ein wesentliches und wichtiges Thema. Also insofern stehen wir im Burgenland dazu. Wir unterstützen natürlich den Plan A des Bundeskanzlers, wir unterstützen die Wahlkampflinie, aber wir beschäftigen uns im Burgenland, auch in Abstimmung mit dem Bundeskanzler und in Abstimmung mit unserem Spitzenkandidaten, natürlich mit dem Thema Sicherheit. Die wesentliche Forderung an die Bundesregierung ist, das Burgenland muss auch in Zukunft das sicherste Bundesland bleiben. Da braucht man auch in Zukunft mehr Polizisten. Da braucht man, wenn es notwendig ist, auch den Assistenzeinsatz. Da braucht man modernes technisches Gerät. Da braucht man in vielen Bereichen auch ein höheres Budget. Und dazu stehe ich, und das betone ich, dass für das Burgenland das Thema Sicherheit ein wichtiges und wesentliches ist. Und das werden wir auch besetzen. Aber für mich ist auch der Bundeskanzler, und das sage ich auch ganz klar, der kompetenteste Spitzenkandidat im Wirtschaftsbereich. Schauen Sie sich die Spitzenkandidaten der anderen Parteien an
wer hat hier die Kompetenz im Wirtschaftsbereich? Wer hat schon einen Betrieb geführt? Kann er sagen, da gibt es einen, der plötzlich eine Bewegung gründet, der keine abgeschlossene Ausbildung hat. Also von Wirtschaftskompetenz kann ja da keine allzu große Rede sein. Und dem Bundeskanzler hier gegenüberzustellen, ist ganz klar, dass dieses Match nur 5:0 ausgehen kann, wenn Christian Kern verglichen wird mit Sebastian Kurz. Oder von anderen Spitzenkandidaten möchte ich jetzt gar nicht reden. Also die Wirtschafts- und Arbeitsplatzkompetenz hat unser Bundeskanzler. Darauf, glaube ich, sollen wir auch bauen, darauf sollen wir setzen, weil Beschäftigung, habe ich schon gesagt, ein sehr wichtiges Thema ist. Pamela Rendi-Wagner ist für mich die größte Expertin im Sozial-, Gesundheitsbereich und Frauenbereich. Es gibt keine Expertin in Österreich, die derartig hohe Kompetenz hat im Gesundheits- und Sozialbereich wie unsere Gesundheitsministerin und auch Frauenministerin. Also auch hier ist der Vergleich zu stellen mit dem Gesundheitsprogramm der anderen Parteien. Die werden das vielleicht erst im September präsentieren. Ist mir jetzt auch klar, warum das im September präsentiert wird. Denn wenn man das mit dem sozialdemokratischen Wahlprogramm vergleicht, dann wird von den anderen nichts übrig bleiben. Je länger die Diskussion ist, umso sicherer werden die Österreicher sein, dass sowohl im Wirtschaftsbereich als auch im Gesundheits- und Sozialbereich hier das bessere Programm mit den authentischeren Persönlichkeiten auch vorliegt. Und Hans-Peter Doskozil im Sicherheitsbereich, mir hat noch keiner, weder ein Journalist noch ein Bürger von Österreich, von der Republik oder im Burgenland sagen können, wer ist ein besserer Sicherheitsexperte als unser Verteidigungsminister. Er ist der Sicherheitsminister in Österreich. Ich wünsche, dass er in der nächsten Periode, wie das der Bundeskanzler gesagt hat, auch entsprechend aufgewertet wird. Und das sage ich nochmals zur Präzisierung, nämlich Arbeit und Wirtschaft Christian Kern, Gesundheitssoziales Pamela Rendi-Wagner und Sicherheit Hans-Peter Doskozil. Das sind unsere wirklich großen Trümpfe für die Wahlwerbung, für die Wahlauseinandersetzung, für den Wahlkampf, je nachdem, wie Sie das bezeichnen. Und wenn man das richtig einsetzt, dann wird Christian Kern Nummer 1 und dann wird die Sozialdemokratie wieder den Bundeskanzler stellen. Und das ist mein Ziel und das unterstütze ich. Genau.